Süd-Limburg, ein besonderes Jagdrevier in den Niederlanden. Wo traditionell Rehwild und Niederwild das Bild prägen, treten in den letzten Jahren immer häufiger Schwarzwildbestände auf. Die steigenden Zahlen bedeuten massive Schäden in den Maisfeldern, umgebrochene Wiesen und gefährliche Verkehrssituationen. Deshalb gilt hier die Null-Toleranz-Strategie. Jedes Stück Schwarzwild außerhalb der ausgewiesenen Lebensräume ist eines zu viel. Das Management erfolgt intensiv, in enger Zusammenarbeit von Landwirten, Jagdausübungsberechtigten und den Faunaverbänden. Mit der ständigen Gefahr der afrikanischen Schweinepest ist eine konsequente Bejagung wichtiger denn je. In diesem Film nehmen wir euch mit auf die Schwarzwildjagd im südlimburgischen Hügelland. Eine Mischung aus Naturerlebnis, Schadensverhütung und jagdlichem Handwerk. Südlimburg. 10 Jahre habe ich hier gelebt, inmitten der Hügel, Hohlwege und Wälder. In dieser Zeit ist der Schwarzwildbestand enorm angewachsen. Wo früher nur gelegentlich Sauen zu sehen waren, gehören sie heute fest zum Landschaftsbild, mit all ihrem Reiz, aber auch mit den immensen Schäden. Auch wenn ich inzwischen woanders lebe, kehre ich regelmäßig zurück, um Kameraden zu treffen, die Natur zu genießen und natürlich zur Jagd. So auch an diesem Wochenende. Zurück im vertrauten Revier, im südlimburgischen Hügelland, wo die Bejagung des Schwarzwildes nicht nur Spannung und jagdliche Herausforderung bedeutet, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zum notwendigen Wildbestandsmanagement leistet. Heute Abend gehen wir zu zweit zum Ansitz. Ich an einer Schadwiese, mein Jagdfreund am Feldrand zur Waldkante. Bei der Ankunft nieselt es leicht. In einer halben Stunde soll es aufklaren, bevor gegen Abend wieder Regen angesagt ist. Der Wind passt und die Erwartung ist groß. In den letzten Sonnenstrahlen des Abends steht plötzlich eine starke Geiß auf dem Feld. Ein herrlicher Anblick. Sie genießt noch einmal die letzten Abendsonnenstrahlen und das trockene Wetter. Doch sie zieht unsicher umher, den Wind prüfend. Als ihr etwas nicht geheuer ist, verlässt sie langsam die Bühne. Langsam senkt sich der Abend. In der Dämmerung vernehme ich ein leises Knacken im Wald. Kurz darauf tritt eine Rotte aus. Mit der Null-Option-Regelung in dieser Region sollten wir diese Frischlinge bejagen. Leider ist die Entfernung für einen Schuss zu groß, über 250 Meter.
Während ich noch überlege, wie ich mich heranpirschen könnte, wittern die Sauen Unruhe und verschwinden wieder im Wald. Nachdem die Sauen abgezogen waren, zeigte sich noch dieser zukünftige Bock. Als auch dieser Bock in der Dämmerung verschwindet, beginnt das leise Warten. Ob die Sauen wohl noch erscheinen? Als der Mond bereits hell scheint, erscheint bei meinem Jagdfreund ein Überläuferkeiler von etwa 40 Kilo. Ein passendes Stück. Die Entfernung beträgt rund 120 Meter. Der Entschluss ist gefasst. Nun heißt es nur noch warten, bis er breit steht. Gerade fängt es wieder leicht an zu regnen, als ich eigentlich zu meinem Jagdfreund gehen wollte, um ihm beim Bergen seines Stückes zu helfen. Doch plötzlich höre ich ein Knacken im Wald. Ich warte gespannt, still, konzentriert. Und dann, ganz links im Feld, steht auf einmal ein Keiler. Der Keiler scheint zunächst abzuspringen, liegt jedoch nur 12 Meter weiter auf dem Anschuss. Ich rufe einen Jagdkameraden, der mit dem Traktor kommt, um das Stück zu bergen. Danach helfe ich meinem Freund beim Bergen seines Wildes. Und wir lassen den Abend bei einem kühlen Bier ausklingen. Dat dacht ik ook, ja. Aber nur noch am Ende. Winter. Auch in dieser Jahreszeit wird auf Schwarzwild gejagt. Wenn Schnee liegt, versuche ich immer rauszugehen. Das schafft eine ganz besondere Stimmung. So auch im letzten Jahr, als rund 10 Zentimeter Neuschnee gefallen waren. Ich bin spontan aufgebrochen und habe leider meine Kameras zu Hause gelassen. Zum Glück konnte ich dennoch einige Aufnahmen machen durch das Zielfernrohr. Ich saß noch nicht lange an der Kirrung, als plötzlich die Sauen vor mir standen. Obwohl in diesem Gebiet die Nulloption gilt, bedeutet das nicht, dass wir wahllos jagen. Auch hier stehen Wahrheit, Gerechtigkeit und verantwortungsvolle Bejagung an erster Stelle. Das ist auch der Grund, warum wir uns für diesen weiblichen Frischling von rund 29 Kilo entschieden haben. Sie ist an den Hinterläufen verletzt und genau deshalb warten wir auf dieses Stück. Und das Warten begann, bis er frei stand. Ein herrlicher Anblick im Schnee, ruhig und eindrucksvoll zugleich.
Langsam beginne ich zu zittern. Eine Mischung aus Kälte und Spannung. Trotzdem spüre ich, wie mein Herz schneller schlägt. Die Anspannung steigt mit jedem Moment. Die Bache bleibt in der dichten Deckung verborgen und zeigt sich nicht. Mit wachsamen Augen beobachtet sie ihre Frischlinge, wie sie in aller Ruhe äsen. Die anderen Frischlinge sind ständig in Bewegung. Doch unser schwacher, verletzter Frischling bleibt stehen. Keine Möglichkeit für einen Schuss. Es beginnt zu schneien, als sich das Stück plötzlich in Bewegung setzt. Kommt jetzt endlich die Chance? Endlich! Der Schuss ist gefallen. Ein Schub Adrenalin durchströmt mich. Der Frischling flüchtet noch wenige Meter, vielleicht 15, und bleibt dann am Platz liegen. Ein herrlicher Abend. Wieder einmal hier im schönen Südlimburg. Das sind die Momente, für die ich immer wieder gerne herkomme. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, wenn ich wieder im schönen Südlimburg bin. Weidmannsheil.